Du meditierst und siehst nur das Schwarze vor deinen geschlossenen Augen. Wenn du dieses Video zu Ende siehst, verspreche ich dir, dass du in jeder Meditation etwas erleben wirst. Hi, mein Name ist Marco Lorenz, ich bin Bewusstseinsforscher und Bewusstseinscoach und in diesem Video möchte ich dir für mich persönlich meine allerbeste Meditationstechnik und wirksamste Meditationstechnik vorstellen. Wenn du mich länger verfolgst, weißt du, ich habe sogar schon mal ein Buch über Meditation geschrieben. Deep Meditation heißt das Buch, und ich habe in meinem Leben eine Phase gehabt, wo ich 2 Jahre lang jeden Tag 6 Stunden meditiert habe. Und in diesen 2 Jahren habe ich alles probiert, was man sich so vorstellen kann. Von Frequenzen, von Visualisierung, von Meditationstechniken. Ich habe so ziemlich alle Meditationsbücher durch, um einfach herauszufinden, wie kommt man tiefer in den tiefsten Bewusstseinszustand, den man sich so vorstellen kann. Ja. Und wenn man sich meine ganzen Erfahrungsberichte ansieht auf YouTube, dann sieht man, ja, ich bin schon einiges tiefer getaucht. Und in diesem Video möchte ich dir die Erkenntnisse, wie man in diesen tiefsten Zustand hineinkommt, mit dir teilen. Es ist eine Methode, eine Technik, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, und als ich in diesen tiefen Trance-Zuständen war, wurde mir diese Methode auch sozusagen vermittelt und ich durfte sie dann noch optimieren und so weiter. Und in diesem Video ist es soweit, ich möchte sie mit dir teilen. Ja. Und zwar, bevor wir starten, möchte ich dich einfach darum bitten, dass du meinen Kanal unterstützt, indem du einfach ein Like gibst, einen Kommentar gibst, egal was für ein Kommentar, irgendwas für den Algorithmus, weil es ist einfach notwendig, dass wir in der heutigen Zeit das Thema Bewusstsein, Bewusstwerden auch in der Öffentlichkeit bekannt wird, und deswegen ist es einfach notwendig, dass solche Videos, wie man tiefe Zustände erlebt, wie Meditation und so weiter, einfach gefördert werden, auch vom Algorithmus, damit das mehr Menschen erreicht. Und natürlich unterstützt du damit meine Arbeit, und das wäre mir sehr eine riesengroße Hilfe. Ja. Gut, dann starten wir direkt mit der Methode. Und wie gesagt, ich habe schon alles probiert, was man sich so vorstellen kann, und diese Methode ist für mich persönlich meine Lieblingsmeditation, weil es einfach die wirksamste Meditation ist. Ja. Es geht darum, wenn du deine Augen schließt, dass du, also wenn man das langfristige Ergebnis dieser Methode ist, dass du deine Augen schließt und dass du bei jedem Schließen deiner Augen nicht den dunklen Vorhang siehst, wie du es so kennst, wo ein paar Partikel herumschwirren, sondern dass du in jeder Meditation etwas erlebst, ob das ein Geistführerkontakt ist, ob das ein Jenseitskontakt ist, ein luzider Zustand, eine Astralreise oder Inspiration, die dich weiterbringt für deine Arbeit. Es wird in jeder Meditation etwas geschehen, und das ist sozusagen mein Ziel gewesen, dieser Meditationsforschung, weil ich hatte es einfach satt zu sitzen, meine Augen zu schließen und nichts passiert. Ich wollte, dass was abgeht, dass was passiert, und diese Methode hat mir sozusagen da die Türen geöffnet in Erfahrungen. Ja. Also, das Ganze funktioniert so, das ist die erste Phase dieser Meditation. Und zwar geht es darum, ich habe sogar eine geführte Meditation gemacht dazu, also für die erste Phase dieser Meditation, die verlinke ich dir hier oben, wo du das Ganze so einfach mal nochmal geführt bekommst von mir, komplett kostenlos. Auf jeden Fall ist es so, ist die Methode. Und diese Methode hat 3 Bausteine, und die geführte Meditation ist der erste Baustein, um diesen Zustand einzuleiten, dass immer was passiert. Ja. Die erste Phase ist, dass du deine Augen schließt, und wenn du jetzt deine Augen zum Beispiel jetzt gleich schließt, dann wirst du ja nichts sehen, das heißt, du siehst nichts. Man könnte auch sagen, du siehst niemanden, weil niemand ist das Gegenteil ist von jemandem. Du bist jemand, du schließt deine Augen und du siehst niemanden. Ja. In Wirklichkeit siehst du einen Raum, und zwar siehst du die Unendlichkeit, ja, vor dir. Ja. Diese Methode habe ich bekommen übrigens von meiner ersten Nahtoderfahrung, die ich hatte, wo ich bei der Quelle war und bei Gott, und dort habe ich dann gefragt, wie können wir dich erleben, und dann hieß es, stell dir einfach mal ein weißes Blatt Papier vor, und dieses Papier ist vor dir, und stell dir vor, du visualisierst zum Beispiel jetzt einen Baum auf diesem Papier. Ja?
Und da siehst du den Baum und jetzt radier den Baum weg und jetzt stell dir vor, da ist ein Haus, ja, und dann taucht das Haus vor deinem geistigen Auge auf und jetzt radier das Haus weg. Ja, das heißt, du kannst mit deiner Vorstellungskraft im Nichts, also in einem weißen Papier, etwas erschaffen. Ja? Und jetzt stell dir vor, dass dieses weiße Papier nicht ein weißes Papier ist, sondern dass es eine weiße Wand ist, die links und rechts und oben und unten keinen, wie soll ich sagen, kein Anfang und kein Ende hat. Ja? Das heißt, stell dir am liebsten eine Kugel vor, du bist in dieser Kugel und du blickst sozusagen wie in ein Ei, in das Ei hinein und das ist weiß und das hat keinen Anfang, kein Ende. Das heißt, überall, wo du hinsiehst, siehst du einen Raum, der hat aber keinen Anfang und kein Ende. Und darin projizierst du deine Fantasien. Ja? Und jetzt stell dir vor, dass Weiß nicht existiert, sondern dass alle Farben, die existieren und alle möglichen Modelle von Strukturen und Farben in diesem Raum sind. Das heißt, du siehst nicht mehr Weiß, sondern du siehst das Schwarze mit diesen Partikeln. Das heißt, das ist so die Farbe, wo du alles kreieren kannst. Und der Mensch, wenn er seine Augen zumacht, sieht diese Unendlichkeit. Er sieht diesen unendlichen Raum, er sieht diese Möglichkeiten, die alle existieren können. Mit seiner Fantasie kannst du in diesen unendlichen Raum, in diesem dunklen Raum, alles Mögliche erschaffen und visualisieren. So, und dann hieß es, also als ich in der Nahtoderfahrung war, dass Gott, dass die Schöpfung sich selbst betrachtet, da sie alles ist und überall ist. Und wenn wir Menschen unsere Augen schließen oder die Tiere, dann blickt dieses Bewusstsein dich an. Ja? Und du blickst es an. Der einzige Unterschied ist, dass du es nicht weißt. Ja? Aber dieses Bewusstsein weiß es, weil es sich selbst in die Augen sieht, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, es lebt in zwei Welten, in der Welt des unendlichen Potenzials und in dieser Welt. Und es ist alles miteinander jetzt verbunden und verschränkt. Ja? Der einzige Unterschied ist, dass dieses Bewusstsein nicht so viel mit dir kommuniziert, weil es dich ja aufwecken würde aus der Realität und du sozusagen deine Geschichte, die du dir selbst erzählen möchtest, nicht vollenden kannst. Das heißt, jeder, wenn er bereit ist für die Erweckung, dann wird dieses Bewusstsein anfangen, mit dir zu kommunizieren. Ja? Deswegen können die wenigsten nicht kommunizieren, aber ich glaube, dass wir alle bereit sind, jetzt mit diesem Bewusstsein zu kommunizieren, weil es mit uns reden möchte. Ja. Deswegen habe ich auch gerade ein Buch geschrieben, das nennt sich Das große Mysterium. Falls die Leseprobe fertig ist, kannst du sich hier oben übrigens runterladen. Da führe ich ein sehr intensives Gespräch mit diesem höchsten Bewusstsein durch meine 3 Nahtoderfahrungen und durch die ganzen erweiterten Bewusstseinszustände. Ist es an diesen Punkt gekommen, wo ich diese Kommunikation aufbauen konnte und halten kann. Ja. Durch diese Technik, die ich dir jetzt gleich vorstelle. Darum bin ich so happy, weil es einfach funktioniert. Das wirst du, wenn du die Leseprobe gelesen hast, einfach wissen, dass es schlicht und einfach funktioniert. Ja. Gut, also dieses Bewusstsein blickt sich selbst an durch diesen Raum, dass du siehst Gott vor dir und Gott sieht dich an. Ja. Und in dieser geführten Meditation, die ich dir vorhin vorgestellt habe, machst du den Zustand, wie es ist, die Perspektive zu wechseln. Also du schließt deine Augen und die meisten Menschen, wenn die meditieren, gehen die in den Raum des Beobachters. Das heißt, du meditierst und beobachtest deinen Atem und dann beobachtest du dich, der meditiert, und dann gehst du in die nächste Etage und beobachtest den, der meditiert, aber beobachtest den Beobachter des Meditierten und dann gehst du nochmal höher und beobachtest den Beobachter vom Beobachteten. Aber das Problem ist in dieser Methode, das ist die Standardmethode, du gehst eben ein Stockwerk höher und höher und höher, aber es führt dich nirgends hin. Ja? Und diese Methode ist anders. Diese sagt, tu nichts. Ja? Diese Methode sagt einfach, ändere deine Identität zu dieser Unendlichkeit. Ja? Weil du bist dieser Gott, du bist diese Unendlichkeit. Und wenn du eine transzendentale Erfahrung machen möchtest in der Meditation, wenn du was erleben willst, dann geht es nicht darum, etwas zu beobachten oder etwas zu tun oder irgendwelche Methoden oder Techniken zu machen oder irgendwelche Atemübungen, sondern lediglich seine Identität zu verändern. Ja? Und zwar, wenn du die Augen schließt, und deswegen schließt du ja auch deine Augen, geht es darum, dass du dein Sein umdrehst, wie wenn du einen Spiegel vor dir hast und dieser Spiegel, du bist aber der auf der anderen Seite, der in diesen Spiegel blickt. Es ist ja auch so. Und das heißt, du bist eigentlich dieser Raum. Du bist dieser Raum, der keinen Anfang, kein Ende hat, wo alles drin enthalten ist. Du bist diese Quelle und blickst gerade runter zu den Typen, der du gerade bist und meditiert und seine Augen zu hat. Und du hast 2 Identitäten. Der eine, der nichts weiß, und du, der es weiß.
Und du musst über diese Brücke kommen. Also diese Brücke, dass deine Identität zu dem wird. Und das geht am besten, indem du dich selbst darin auflöst. Wie das funktioniert, das ist, wie gesagt, in der geführten Meditation einfach enthalten. Und das ist sozusagen der Schlüssel, als du meditierst. Die Meditation dauert so 20 Minuten und in diesen 20 Minuten leite ich dich an, wie das funktioniert, und dann sind 10 Minuten Halten des Zustandes. Wenn du das geübt hast und trainiert hast, kannst du das einfach so machen und du bist innerhalb von einer Minute, wenn du geübt bist, binnen Sekunden auf der anderen Seite und meditierst und bist nicht mehr diese Identität, sondern du bist einfach das Sein, nimmst alles wahr, nimmst alle Gedanken wahr, nimmst den Raum wahr, nimmst jeden anderen wahr und erlebst es einfach. Und dadurch wechselst du in den transzendentalen Bewusstseinszustand. Eine unglaubliche Methode, die sehr, sehr effektiv ist. Ja. Wie gesagt, die geführte Meditation, die ich auf YouTube hochgeladen habe, ist sozusagen der erste Schritt, um in diesen Zustand hineinzukommen, um das zu trainieren, also eine Perspektive, seine Identität zu wechseln. Ja. Wenn du das oft gemacht hast und oft gehört hast, darum hörst du öfter an und wirklich regelmäßiger, dann wirst du lernen, wie du deine Identität in der Meditation entkoppelst, dich loslässt von deinem Ich und einfach zu diesem Raum wirst. Und dann wirst du merken, wow, ich muss nichts tun, ich bin einfach nur. Und dann kommst du in den Zustand des Seins. Ja? Und in diesem Zustand des Seins meditierst du dann. Ja? Also wenn du lernst, binnen Sekunden, wenn du geübt bist, deine Identität loszulassen und einfach nur in das Sein zu kommen, dann wirst du den ersten Schritt von 21 Schritten erfolgreich absolviert haben. Ja. Ich nenne das auch den Meditation High, also das ist der Zustand, wo du wie beim Running High, wo du joggst und auf einmal kommst du in diesen Flow hinein und du kannst nicht mehr aufhören, ja? Wo du merkst, so, wow, jetzt passiert etwas mit mir und es lenkt mich. Ich bin auf Schienen und ich laufe einfach und ich genieße das. Ja? Und beim Meditieren gibt es denselben Zustand, ich nenne das Meditation High, und das ist der erste Schritt, um in den Meditation High zu kommen. Ja? Der zweite Schritt, um in den Meditation High zu kommen, und das ist eine unglaubliche Methode, wenn du mal Zeit hast, probier das unbedingt aus und gib mir Feedback, was dann bei dir passiert ist. Und zwar ist der zweite Schritt, dass du diese Meditation, dass du dir einen Wecker stellst, zum Beispiel, ich habe eine App am Handy, nennt sich Mindfulness, und in dieser App, die macht jede Stunde eine Klangschale. Ja? Und dann macht es Klang und dann weiß ich, ich meditiere jetzt 7 Minuten. Da stelle ich mir einen Timer, immer um Punkt, und das mache ich den ganzen Tag, solange ich wach bin. Und dann meditiere ich einfach 7 Minuten mit dieser Methode. Das heißt, ich meditiere 7 Minuten jede Stunde, also nicht immer, aber wenn ich in den Meditation High Zustand kommen möchte, dann tue ich das. Und dann, ich brauche ungefähr so 30 Sekunden, manchmal 1 Minute, um die Identität loszulassen des menschlichen Seins. Und dann bin ich nur noch im Sein selbst, also in diesem transzendentalen Zustand. Und darin halte ich mich dann 7 Minuten auf. Und das jede Stunde, weil wenn du meditierst in der Früh zum Beispiel eine halbe Stunde und am Abend eine halbe Stunde, das ist super, aber ich habe in den EEG-Forschungen und in meinen ganzen Bewusstseinsforschungen seit vielen, vielen Jahren gesehen, es ist wesentlich effektiver, weniger zu meditieren und dafür am Tag regelmäßiger. Ja? Also lieber kürzer und dafür zack, zack, weil wenn du eine Meditation machst oder eine lange Meditation und dann ein paar Stunden nichts, dann gehst du zwar runter in den Alpha-Zustand, vielleicht sogar in den Theta-Zustand, und kaum bist du wieder aktiv, dann kommst du wieder in den Beta-Zustand, sofort rein. Vielleicht nicht sofort, aber es wird dann immer besser. Aber wenn du diese Methode machst, also mit diesen kleinen Häppchen, dann wirst du merken, wie du gar nicht mehr in diesen Beta-Zustand hineinkommen kannst, weil diese Wellen machen, dass die Welle, wenn du aufwachst, dich nicht mehr in den Beta-Zustand schiebt, sondern durch dieses regelmäßige, durch diese kleinen Häppchen, hält es dich unten im Alpha-Zustand. Also vielleicht nicht sofort, aber nach einem Tag, vielleicht 2 Tagen wirst du merken, wow, wenn du aus der Meditation rauskommst, dann bist du trotzdem nur noch im Sein. Deine Gedanken hören einfach auf. Du erlebst jeden Moment. Ja? Und da denkst du so, wow, ich bin auf einmal erfüllt vom Sein. Weil das Denken ist wie so eine Waschmaschine und du bist immer im Schleudergang und diese Waschmaschine kaut die ganze Zeit irgendwelche Gedanken vor sich her. Und das ist das Problem. Ja, und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, diese Häppchen zu machen, weil wenn du dann rauskommst, dann bist du einfach da. Ja? Und dann wirst du merken, wie du untertags weniger Gedanken hast, wie dein Verstand sich runterfährt, der Schleudergang wird immer weniger und du bist immer nur noch da und da und da und da. Und das ist sozusagen eines
diese Kombination aus diesen zwei, wird vielleicht in 1, 2 Tagen wirst du merken, so wow, jetzt passiert schon in jeder Meditation etwas. Du wirst merken, wie du Kreativität bekommst und so weiter. Und dann wird es immer intensiver und dann probier das einfach aus. Wenn du das länger machst, dann fängt es an, dass du Kontakt hast zu deinem höheren Selbst und so weiter oder zu deinem Geistführer. Und wenn du es noch länger machst, dann fängt es an, dass du auf einmal Fraktale siehst, Geometrien siehst, dass sich das körpereigene DMT ausschüttet. Das kommt aber erst, das wird eher nicht passieren, das kommt erst, wenn du die anderen Schritte machst, die ich im Meditation High Kurs vorstelle. Und dann es gibt nämlich 21 Schritte und wenn du diese befolgst, da geht es in der ersten Phase, dass du mit einer ganz speziellen Methode, die ich dort erfahren habe, deine Chakren öffnest, einen Energieüberschuss erzeugst, dann das körpereigene DMT ausschüttest binnen Sekunden, während du aber, das geht nur, wenn du im Seinszustand bist, also du trainierst darauf hin, dass du in deinen Verstand runterfährst, dass du in das Sein kommst und dann machst du diese Methoden und diese aktivieren bei dir diesen transzendentalen Zustand, wo du in jeder Meditation später, also du schließt deine Augen und egal ob du eine Minute meditierst oder 20 Minuten oder eine halbe Stunde, du wirst instant binnen Sekunden schon was erleben. Und das ist das Faszinierende an dieser Methode und das ist das, was ich so sehr an dieser Methode liebe. Ja? Jetzt hätte ich eine Frage an dich. Du meditierst ja vermutlich. Falls du meditierst, bitte schreib mir unten rein. Mit welcher Methode meditierst du und welche Methode funktioniert bei dir am allerbesten? Das würde mich wirklich interessieren, weil ich mich gerade sehr, sehr intensiv damit beschäftige und ich möchte unbedingt lesen, was du tust und was bei dir sehr, sehr gut funktioniert als Inspiration. Ja, ganz, ganz wichtig. Das wäre eine riesengroße Hilfe. Ja. Ja, und wenn du sozusagen diese 21 Schritte, ich kann es in diesem Video nicht alle erklären, aber ich werde sicher andere Videos machen, wo ich noch ein bisschen tiefer gehe und vielleicht auf andere Schritte beziehe, dann kommst du später in das, ich nenne das so, das Meditation High oder Buddha-Bewusstsein, wo du einfach in diesen Enlightenment State hineinkommst während der Meditation und später, wenn du das trainiert hast mit der Methode von Meditation High, dann wirst du dich in diesem Zustand, auch wenn du aus der Meditation raus bist, halten können. Und das ist das Faszinierende an diesem Meditation High, dass du kommst aus der Meditation raus und dann nimmst du deine Hand und bewegst deine Hand und du spürst alles, ja. Du spürst dein Blut, du spürst den Raum, du spürst den Wind, der auf deine Hand kommt und du machst das alles hochgradig achtsam, weil du passiv im Meditation High bist. Das heißt, du bist im Wachzustand und gleichzeitig bist du in der tiefen Meditation drin, ja. Und das ist dieses Buddha-Bewusstsein und dein Verstand ist komplett runtergefahren und du erlebst die Transzendenz in jedem Augenblick und siehst überall, wo du hinschaust, das große Mysterium um dich herum. Ja. Also dieses höchste Bewusstsein, welches sich selbst betrachtet, durch diese Kamera, ja, durch die Couch, durch alles, was vor dir ist. Und das ist dieser transzendentale Bewusstseinszustand. Und das ist sozusagen meine Lieblingsmeditation, mit der ich in erweiterte Zustände komme und zum Beispiel aus diesem Zustand heraus das große Mysterium geschrieben habe. Wenn es dich interessiert, wie gesagt, die Leseprobe blende ich nochmal ein am Ende des Videos. Wenn es dich interessiert, wie du wirklich die 21 Schritte machen kannst, dann melde dich unter diesem Video an. Für den Meditation High Kurs. Ich habe dir jetzt nochmal einen 100-Euro-Gutschein gemacht, nur für dich, weil du dieses Video gesehen hast, weil du mein Abonnent bist, weil du meinen Kanal unterstützt. Da kannst du dich einfach anmelden und kriegst einfach 100 Euro Rabatt. Dieser Kurs würde normalerweise ein Vermögen kosten. Ich habe es einfach sehr, sehr günstig gemacht, weil er 21 Tage hat. Wir werden 21 Tage mit Zoom arbeiten. Wir werden in diesen 21 Tagen wirst du 21 geführte Meditationen von mir bekommen. Also du kriegst das, was das kostet, ist eigentlich, du kriegst alles geschenkt im wahrsten Sinne des Wortes. Du kriegst 21 Meditationen, 21 Videos mit Detailanweisungen und wir werden gemeinsam mit der Gruppe einmal die Woche meditieren über Zoom und ich werde, wenn du deinen Prozess über Zoom beobachten und du wirst mit mir live kommunizieren und ich werde dir Feedback geben, wie du noch tiefer kommst oder woran es bei dir hakt, dass du diesen Zustand des Meditation High indizieren kannst. Also eines der für mich persönlich meiner Lebensprojekte, wo ich einfach diesen Meditation High Zustand in die Öffentlichkeit bringe und der Meditation High Kurs ist der Kurs, wo ich sozusagen öffentlich zum ersten Mal dieses ganze Wissen rausgebe, was ich dort bekommen habe und was in der Praxis auch funktioniert. Ich habe es schon mit vielen Freunden getestet und bei jedem hat es funktioniert. Jeder ist in diesen Zustand gekommen und ja, seitdem hat sich mein Leben einfach verändert. Seitdem hat Meditation einen neuen Stellenwert bekommen. Ja. In dem Sinne
wenn du es fühlst, wenn deine Intuition dir sagt, ja, das wäre was für mich, hier ist der 100-Euro-Gutschein und ich würde mich sehr, sehr freuen, dich dann persönlich in diesen 21 Tagen zu begleiten. Und auch wenn du in diesem Zeitraum keine Zeit hast, du wirst alles, die Meditationen plus die ganzen Videos und das Ganze als Mitschnitt mitbekommen, sofern du den Kurs gebucht hast. Und dann wirst du sozusagen trotzdem das selber nachholen können, wann du es kannst. Und wenn du es dann durchgemacht hast, diesen Prozess, dieser 21 Tage, dann kannst du das immer. Dann kannst du jederzeit deine Augen schließen und binnen Sekunden diesen transzendentalen Zustand einleiten und deine Erfahrungen machen. Und das ist für mich das, warum eigentlich Meditation da ist, dass du deine Augen zumachst und sofort was erlebst, und zwar dich selbst in deiner höchsten Wesenheit, dein multidimensionales Wesen und seine Fähigkeiten, das außerkörperliche Erfahrungen sind, luzide Träume, was auch immer das ist, Seelenreisen, kannst du dann dort erleben. Und das ist das, was ich sage, das ist das, was dir zeigt, wer wir sind. Und deswegen sind wir hier, um uns wieder zu erwecken und unsere Fähigkeiten zu aktivieren. Ja. In dem Sinne freue ich mich, dich beim Meditation High Kurs zu sehen, und wenn du kannst hier, ich verlinke das Video direkt hier im Anschluss, und du kannst dann direkt diese Meditation jetzt schon mal trainieren und mit dieser Meditation lernen, in diesen Seinszustand hineinzukommen. Wenn du das natürlich dann jede Stunde machst für 7 Minuten, dann wirst du nach 1-2 Tagen, das garantiere ich dir, schon erste Erfolge sehen und merken, wow, da passiert etwas und da passiert mehr als in jeder Meditation, die du bisher gemacht hast. Ja? Und wenn du dann noch tiefer gehen möchtest, dann sehen wir uns im Meditation High Kurs, wo du dann lernst, das körpereigene DMT bewusst auszulösen, und das ist sozusagen diese Brücke bis dahin. In dem Sinne, es war mir eine riesengroße Freude, und wir sehen uns Dienstag, Donnerstag und Sonntag jeweils um 19 Uhr. Da komme ich mit neuen Videos und mit richtig guten Content für dich. Also bis dann. Ciao.